Jetzt sind wir hier wieder unterwegs. Wir machen hier mal so einen kleinen Wochenteiler draus. Denn für mehr wird das hier wahrscheinlich nicht reichen. Wir sind hier ebenfalls wieder in Minden. Der Dennis ist auch mit dabei. Ja, genau, schlägt sich da durchs Gebälk. Ach so, ja, kann ich gleich hier festhalten. Wir sind hier auf einem Gelände. Da oben führt eine Bundesstraße her. Ich weiß jetzt gerade aus dem Kopf nicht, welche B wir da haben. Vielleicht guckt der Dennis noch mal eben nach. Vielleicht findet das auch nicht. Ansonsten haben wir hier eine ehemalige Schießbahn der Wehrmacht. Man kann kaum noch was erkennen. Auf dem Geländemodell sieht man was. Das blenden wir euch auf jeden Fall auch ein, wie das hier aussieht. Es gibt hier das ist die B65. Die B65, super. Es könnte sogar sein, dass wir hier eine der Schießbahnen haben. Da vorne geht das weiter. Es gibt hier noch Kleinststruktur zu sehen. Und für uns gilt es, diese Kleinststruktur erstmal zu finden. Und das werden wir jetzt machen. Und sobald wir da angelangt sind, nehme ich euch wieder dazu. Also drückt uns die Daumen, dass wir das jetzt hier gleich finden, was wir hier suchen. Das Ganze hat auch der Manfred erkundet an dem Tag, als der hier das Video nicht, sondern seinen Bericht quasi über die Heeresnebenmunitionsanstalt verfasst hat. Gut, genug geredet. Bis gleich. Ja, das ist mal wieder hier Erkundung und dann merkst du irgendwann, hier gibt es nichts mehr zu erkunden, weil du das einfach nicht findest, was du suchst. Und hier in diesem Bereich, da ist die ehemalige Schießbahn. Hier, diesen Wall, den ihr seht, ungefähr in diesem Bereich, stand der lange Betongeschossfang. Ja, genau. Wir gehen davon aus, dass es ein betonierter Geschossfang war. Bisher kenne ich das eigentlich nur als betoniert. Hier seht ihr nochmal so einen angelegten Teich, langgezogen. Der zieht sich auch nochmal bis da vorne rüber. Die Schießbahn, die ging hier über die B65 drüber her, auch noch in der Richtung. Also sprich nördlich der B65, wir sind hier südlich. Diese Teiche sind auch wohl aus der Zeit. Ob die mal hier auch als irgendwie eine Art Feuerlöschteiche, wie auch immer, angelegt worden sind, das kann ich euch nicht sagen. Da fehlen dem Manfred, ich habe nämlich gerade mit dem telefoniert, da fehlen ihm auch die Kenntnisse, aber laut seines Kenntnisstandes kommen diese Teiche auch aus der Nutzung hier dieser Schießbahn oder zumindest aus der Zeit. Was ich dann auch geklärt habe, ist, die Geschossfänge, die ich euch zeigen wollte, die Geschossabweiser, die stehen gar nicht im südlichen Teil, die stehen im nördlichen Teil. Ja, das muss man erstmal wissen, das habe ich nämlich bei meinem Gespräch in der Voraufklärung gar nicht abgefragt. Und deshalb sind wir hier vollkommen auf verlorenen Posten. Der Dennis quengelt schon, er will jetzt nach Hause. Nach Hause will er nicht, aber der will jetzt in den Nordbereich rüber. Genauso wie ich das auch will. Und deshalb sehen wir jetzt zu, dass wir hier vom südlichen Teil, den ihr hiermit auch gesehen habt, in den nördlichen Teil wechseln. Und da werden wir diese Geschossabweiser dann auch hoffentlich finden. Bis gleich. So, Manfred meinte, es wäre matschig. Ich meinte, es ist gefroren. Und ja, wir haben auch relativ Glück, dass es gefroren hat, weil sonst wäre der Weg hier nicht so schön zu laufen. So, ja, Dennis läuft hier, gerade schon gesagt, wie der Storch im Salat. Und wir haben es gefunden. Wir sind da, wo wir hin wollten. Und das Ganze werde ich euch zeigen. Und zwar jetzt. Ta 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 ta. Der eine Geschossabweiser, guckt euch das an, der Schießbahn des Schießstandes Wehrmacht Röcke. So heißt es. Hier steht das Ding. Hier seht ihr den Wall der Schießbahn, die Schießbahnbegrenzung. Hier haben wir diese Welle, ja, weiß ich nicht, wahrscheinlich abgetragen, gehe ich von aus. Da hinten ist noch ein zweites Teil. Das filme ich euch auch noch mal eben kurz. Einen Augenblick. So, damit ihr noch mal eben die Eindrücke habt von dem Geschossabweiser. Wie gesagt, hier geradeaus Schießbahn. Hier ist jetzt Sumpf. Ich muss jetzt gucken, dass ich hier nicht durchkomme, aber das sieht ganz gut aus. Der Untergrund ist
wunderbar begehbar hier, überhaupt kein Thema. Also wie gesagt, hier ehemals Schießbahn, da ist der Geschossabweiser, coole Geschichte, den schauen wir uns noch mal eben kurz an hier. Ja, hier vorne die B65, wie gesagt, wir sind im nördlichen Bereich. Das war jetzt hier relativ simpel zu finden. Man muss halt ein bisschen laufen und dreckige Schuhe oder auch nasse Schuhe in Kauf nehmen. So sieht es hier aus. Schöne Sache. Der Munitionskasten, der dahinter liegt, ist auch eine schöne Sache. Den werde ich mir da erstmal angucken, was wir da haben. Vielleicht haben wir da einen Geocache oder vielleicht ist der einfach auch nur leer. Dann würde ich ihn doch tatsächlich mit in meine Sammlung integrieren. Ich habe bisher noch keinen einzigen Munitionskasten. Klasse, also ich finde, für einen Wochenteiler, why not? Schönes Video. Wir haben hiermit den Wehrmachtsschießstand oder sagen wir mal so, die Überreste, das Verbliebene der Wehrmachtsschießanlage Röcke abgefilmt. Und mehr wird hier auch mit Sicherheit nicht sein, weil ihr wisst ja, der Manfred war hier und wenn der hier war, wird er das alles wohl gesehen haben oder eben auch nicht gesehen haben. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Lasst ein Abo da, gebt dem Video ein Like, schreibt was Zielführendes in die Kommentare, unterstützt den Kanal, wo immer ihr könnt, wenn ihr das Format hier mögt. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao, Kakao. Tschüss, Dennis! Damit wir das Ganze hier nochmal so ein bisschen mit Inhalt füllen, weil viel war ja nur wirklich nicht zu sehen, haben wir hier euch nochmal eben so ein paar Luftaufnahmen zurechtgelegt. Und einmal seht ihr hier auf der historischen Luftaufnahme, ich weiß nicht genau von wann das ist, irgendwo von 45 wird das sein oder ja 44 wahrscheinlich eher. Da sieht man oben rechts in dem Bereich eben die entsprechende Schießbahn, wo wir gerade auch waren. Und links unten in dem Bereich, ich markiere das alles wieder natürlich mit Pfeilen, da sieht man nämlich noch die Heeresnebenmunitionsanstalt Minden. Da sind auch vereinzelt Gebäude drauf zu erkennen. Das ist noch ein ganz schönes historisches Zeitzeugnis. Ja, und dann gehen wir mal weiter zum nächsten Foto. Hier haben wir dann nochmal die Schießbahn in Gänze, beziehungsweise in der Nahaufnahme. Ihr könnt also auch hier wieder sehr schön erkennen, diese angelegten Teiche links hinter den Wellen. Ob wir hier jetzt eine durchgängige Betonwand haben, kann ich hierauf nicht erkennen. Es sieht so aus, als wenn das gar nicht gegeben wäre, als wenn wir hier so einzelne Wälle oder Abschnitte am Kopf gehabt hätten. Ja, also wie gesagt, der Bereich ist ja sowieso vollkommen weg. Und wenn ich jetzt richtig orientiert bin, dann sind diese letzten beiden Geschossfänge oder Geschossabweiser, die wir hier noch gesehen haben, liegen ganz oben, also im nördlichsten Bereich, oben links. Ich markiere das auch mit dem Pfeil. Und ja, der Rest ist eben bis auf die Teiche nicht mehr vorhanden. Ja, und das Ganze, wie das gekommen ist, da gibt es auch noch zwei schöne Aufnahmen. Das zeige ich euch jetzt. Diese Luftaufnahme ist von 1975 und hier könnt ihr noch die Schießbahn wirklich gut erkennen, die Strukturen. Allerdings sieht man da oben auch, glaube ich, dass schon ein Teich weniger ist als vorher. Das ist also schon da im nördlichen Bereich stark dezimiert worden. Was hier dann auffällt, die B65, beziehungsweise der Ausbau der B65, der hier oben links im Bild stattfindet. Das ist ein ganz tolles Zeitzeugnis, finde ich, weil man eben sieht, bis dahin wurde zu dem Zeitpunkt gebaut. Und wenn wir uns das Ganze jetzt 1983 angucken, sieht das nochmal wieder anders aus. Hier könnt ihr den weiteren Verlauf der B65, die ja heute natürlich immer noch so verläuft, sehr schön erkennen. Man sieht auch hier immer noch diesen Bereich, wo die Schießbahn mal war. Vom nördlichen Bereich der Schießbahn ist hingegen kaum noch etwas zu erkennen. Und ja, die Geschossabweiser, wo die ungefähr stehen, das habe ich euch ja schon gezeigt, beziehungsweise kann ich euch hier nochmal markieren. Wir sind dann doch mehr in der Mitte der Schießbahn, sage ich mal, weil da drüber, beziehungsweise weiter in den westlichen Bereich rein, ist ja nun mal einfach gar nichts mehr. Da verläuft ja nun mal die B. Ich danke euch fürs Zuschauen und ich hoffe, dass die letzten Eindrücke hier mit den Bildern auch nochmal, ja, einfach so ein bisschen das Video besonders gemacht haben. Wie ihr seht, wenn man sich
kümmert, wenn man ein bisschen recherchiert und schaut und sieht, dass man noch Medien bekommt, kann man auch so Kleinstrukturen durchaus noch aufwerten, wie ich finde. Wir sehen uns die Tage wieder im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Ciao.